War die Farbe der Ninja immer schwarz, wenn sie nachts unterwegs waren, oder gab es noch andere Farben? Bei Nacht sind alle Ninja grau, könnte vielleicht zutreffen. Wie grau sie tatsächlich waren und warum dies nicht auf alles zutrifft, das erfahrt ihr in diesem Video. Wie eingangs erwähnt, soll es in diesem Video um die typische Färbung des Shinobi Shotsuku gehen. Ich bin Dirk vom Kanal Ninpo Ralf und ich freue mich, dass ihr bei diesem Thema mit dabei seid. Beim Shinobi Shotsuku handelt es sich um die typische Kleidung der Ninja, welche ab und an bei ihren Handlungen des Nachts getragen wurde. In einem kleinen Farbexperiment möchte ich euch einmal zeigen, wie sich die Farben, welche von den Ninja benutzt wurden, in der Umgebung verhalten und wie sich die Ninja dadurch besser in der Umgebung verbergen konnten. Doch bevor ich damit starte, streifen wir erstmal durch ein paar Texte, die sich genau mit diesem Thema befassen. Während Andrew Adams in seinem Buch Ninja, Geschichte, Philosophie und Kultur der Schattenkämpfer die Färbung des Shinobi Shotsuku auf Seite 77 mit Schwarz beschreibt, gibt zum Beispiel Stephen K. Hayes als typische Farbe Schwarz, Grau oder Blau an. Zu finden in seinem Buch Ninja 1, die Lehre der Schattenkrieger auf Seite 21 in der deutschen Ausgabe. In seinem Buch Ninjutsu, History and Tradition beschreibt Hatsumi Masaki auf Seite 208 einen 3 Fuß langen Schal aus grobem schwarzen Stoff, der unter anderem als Hokamura bzw. Maske getragen wurde. Auf Seite 219 zeigt er ferner einen weißen Anzug, angepasst an Schneeumgebungen. Im Buch Essence of Ninjutsu geht Soga Hatsumi darüber hinaus noch etwas tiefgreifender auf die schwarze Färbung ein und erklärt diese als symbolisierend für Unterlassung, Nachsicht und versteckte Rechtschaffenheit eines Mannes. Diese Quellen sind nun alle neueren Datums, doch schauen wir einmal in die deutsche Übersetzung des Shoninki, einem historischen Text aus dem Jahre 1681 über Strategien der Shinobi. Übersetzt wurde dieses übrigens von Claude Schettler. Hier findet sich auf Seite 12 die Angabe, dass die Kleidung von grüner, schwarzer oder violetter Farbe sein soll. Schwarz taucht also immer wieder auf. In meinen Unterlagen findet sich noch ein weiterer Hinweis, der die vorrangigen Farben mit Blau und Purpur angibt. Allerdings konnte ich die Quelle nicht mehr verifizieren. Der Vollständigkeit halber hier noch eine kleine Übersicht, welche Farben aktuell im Bujinkan-Training getragen werden. Das eben mal als kleiner Exkurs in die typischen Farben der Ninja laut den Quellen. Doch, habt ihr schon mal eine komplett in schwarz gekleidete Person in der Dunkelheit gesehen? Schwarz hat die Eigenart, bei Dunkelheit, wenn es sich nicht gerade um einen Raum ohne Fenster handelt oder ohne Licht, eine eindeutig klar erkennbare schwarze Silhouette abzubilden. Es wirkt quasi wie ein unnatürlich schwarzer Fleck in der Umgebung. Um euch dies zu verdeutlichen, habe ich einmal eine kleine Visualisierung vorbereitet. Sie ist physikalisch nicht ganz korrekt, zeigt im Groben aber das, was ich euch demonstrieren möchte. Ich habe hier einmal 5 Farbfelder nebeneinander gestellt. Das typische Schwarz, das Grau eines ausgewaschenen Anzugs, ein dunkleres Blau, das oben erwähnte Lila bzw. Purpur und ein moderner Klassiker Oliv. Alle 5 Felder seht ihr nachfolgend gleich in 3 Szenarien. Den Start macht ein Bambuswald. Da bei Dunkelheit das Sehen mit den Stäbchen dominiert, die nur Graustufen erkennen können und keine Farbe, sind für uns vor allen Dingen die Graustufenwerte der Farben für den Kontrast relevant, um Dinge bei Nacht zu erkennen. Ganz klar konnte man in diesem kleinen Experiment sehen, dass Schwarz hervorsticht. Um diesen kleinen Nachteil zu minimieren, haben Ninja darüber hinaus Methoden entwickelt, um sich vornehmlich im Schatten zu bewegen, beziehungsweise haben Techniken entwickelt, um die Aufmerksamkeit von sich abzulenken oder gar nicht erst auf sich zu ziehen. Doch das ist dann mal ein Thema für ein anderes Video. Was haltet ihr von Schwarz als Farbe der Ninja? Kennt ihr andere Quellen, wo ebenfalls so die typischen Farben der Ninja beschrieben sind? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.
Ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Ich sage Tschüss, euer Dirk von Nipo Ralf.